Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man einem Roland Digital Piano HP 2800 eine Taste repariert. Leider habe ich da wohl ein bisschen zu fest in die Tasten gegriffen, es ist mir eine kaputt gegangen. Die Taste besteht aus zwei Teilen, der Taste an sich und einem sogenannten Hammer, der darunter ist. Und dieser Hammer, der ist bei mir gebrochen. Das hier ist dieser sogenannte Hammer, der die Mechanik des echten Klavieres nachahmt und als so eine Art Gegengewicht fungiert praktisch. Und wie man hier sieht oder unschwer erkennen kann, ist er hier natürlich gebrochen. Und das hat bei mir zu einem etwas lautstarken Klacken geführt, der Taste. Und das ist der Patient mit der kaputten Taste. Ein Roland HP 2800 mit Hammermechanik. Bevor wir das HP 2800 öffnen können, wie man sieht, gibt es hier Scharniere, die dann den Deckel nach hinten klappen lassen. Und bevor wir das machen, müssen wir natürlich erstmal die ganzen Kabel noch abziehen, weil die elektrischen Anschlüsse, die bleiben natürlich hier so stehen und da würden die Kabel das Ganze behindern. Also müssen wir den Strom abziehen, was natürlich auch sehr wichtig ist. Vermeidung von elektrischen Schock. Und das Pedal auch noch raus. Und natürlich das hier oben sollte man auch abnehmen, weil das einem sonst eventuell runterfällt. So, jetzt sind wir bereit zum Öffnen. An der Unterseite des Klavieres gibt es jede Menge Schrauben. Natürlich sollte man nicht alle Schrauben auf einmal lösen, da sonst das Klavier vermutlich in seine Bestandteile auseinanderfällt. Um den Deckel öffnen zu können, muss man auf jeder Seite 4 Schrauben entfernen. Besagte Schrauben sind hier, hier, hier und hier. Erkennbar sind sie daran, dass sie in einer Vertiefung stecken und der Schraubenkopf aussieht, als ob er eine Beilagscheibe fest integriert hat. Mit einem normalen Kreuzschlitzschraubendreher kann man sie leicht herausdrehen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die 4. Und dann kann man den Deckel öffnen. Nachdem wir die Schrauben von der Unterseite gelöst haben, kann man ganz simpel und einfach, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, das Klavier hier öffnen und nach hinten klappen. Man sollte es nicht zu früh loslassen. Hier gibt es solche Seile, die verhindern, dass es zu weit nach hinten klappt. Und erst wenn diese gespannt sind, sollte man es natürlich loslassen, nicht dass das ganze Ding hier mal kurz überkippt. Hier von der Seite kann man einen Blick auf diese wundervolle, hübsche Mechanik werfen, wie das Ganze so funktioniert und zusammenhängt. Wenn ich hier die Taste drücke, geht der Hammer hier unten nach oben und bildet sozusagen eine Art Gegengewicht zur Taste. Und dadurch entsteht das Spielgefühl wie bei einem echten Klavier. Nachdem wir nun den Deckel geöffnet haben, sehen wir hervorragend die Klaviatur und sehen dann, dass die Taste an 2 Stiften eingehängt ist. Und um sie nun zu lösen, kann man einen Schraubenzieher nehmen und mit dem Schraubenzieher diese Plastikteile hier aufspreizen, dass man die Taste von den Stiften runterkriegt. Und wenn man sie runter hat, kann man sie ganz einfach rausnehmen. Um leicht an unsere kaputte Taste zu kommen, habe ich ein paar mehr Tasten entfernt. Der Hammer an sich ist weder verschraubt noch sonst irgendwie festgeklemmt, sondern liegt lediglich lose in der Mechanik drin. Daher kann man ihn einfach packen und ganz leicht herausnehmen. So, hier haben wir jetzt das neue Teil. Wunderherrlich schön intakt für eine schwarze Taste. Und das setzen wir jetzt eigentlich ganz simpel ein, indem man das hier oben so einführt. Und hier drauf setzt. Und zack, schon haben wir unseren Hammer wieder drin. Anschließend können wir unsere Tasten wieder einsetzen. Dazu führt man sie von oben her ein und klippt sie wieder fest. Klack. Schon ist sie wieder drin. Damit die Tasten reibungslos funktionieren, sind sie natürlich stark eingefettet. Daher empfiehlt es sich während der ganzen Arbeit Handschuhe zu tragen. Das war unsere kaputte Taste. Jetzt funktioniert sie wieder.
So, und das war es auch schon wieder mit dem Tauschen der Taste. Wie man sieht, eine ganz simple und einfache Geschichte. Dann kann man das Klavier wieder zumachen. Und von unten dann natürlich wieder verschrauben. So, nachdem wir es wieder repariert haben, können wir es gleich mal testen, ob es funktioniert. Das war die defekte Taste. Funktioniert wieder einmal frei. Das Ganze ein bisschen aufspreizen, damit es sich von den Stiften löst. Und dann, wenn es aber so einfach gehen würde, Vorführeffekt. Gut, hör auf. Was? Machen wir nochmal. Okay. Irgendwie geht die schwieriger. Nehmen wir halt Wenn an. ich da weiter hinten, warte mal. Mach ich das Ding auch nicht kaputt machen? Ich muss halt hinten hochziehen mit dem Finger. So. Okay. Geht ein bisschen schwer. Okay, probieren wir es nochmal. Ich hab Na, laufen nächste. lassen. Nachdem wir nun den Deckel geöffnet haben, sehen wir die Klaviatur vor uns. Shit. Nochmal. Oder? Oh je, das kann nicht gescheit. Oder? Einmal für Elise. Ja, ein Weltstück. So, bist du soweit? Ich bin soweit, ja.